Hallihallo, mein Name ist Ruti. Ich bin mit dem Motorrad in Brasilien unterwegs und in dieser Folge besuche ich den bisher größten Geheimtipp auf meiner anderthalbjährigen Südamerika-Reise. Ich muss hier gucken, dass ich hier nicht totgefahren werde. Und ein Stück zur Seite. Es wird zu einer 6-wöchigen Geduldprobe, weil meine Radnabe sich zum x-ten Mal in Luft auflöst. Ja, in den letzten 2 Videos ging es ja um meine Kette und nachdem wir das Klackern jetzt beseitigt hatten, ging es für mich raus aus Manaus und da gibt es nur eine Straße quasi Richtung Norden. Aber ich bin nur ungefähr 1 Stunde gefahren in einen Ort namens Presidente Figueiredo. Dort habe ich Quartier bezogen, aber nicht genau dort, sondern ungefähr so 10, 15 Kilometer weg in einem kleinen Haus am Rande des Dschungels. Heute fangen wir das Video mal nicht morgens an, sondern abends. Es ist 6 Uhr, die Sonne senkt sich über den Amazonas und ich fahre noch ungefähr 1 Stunde und 8 durch den Dschungel zu meiner neuen Bleibe. Also wenn es hier regnet, ist ja auch Game Over, würde ich sagen. Aber es regnet ja nicht. Neuer Hund, mal gucken. Er hat gesagt, ich soll das Motorrad hier runterbringen. So. Hallo. Schönen guten Morgen. Gleicher Ort, andere Zeit. Ja, ich zeige einmal mein Domizil für die nächsten Tage. Wir haben schon gesagt, hier ist der Parkplatz. Es ist alles im Dschungel. Hier endet quasi auch der Ort. Und ab hier, ab dem Grundstück, fängt ein Naturschutzgebiet an. Also das heißt, es dürfen auch keine Häuser oder so gebaut werden. Das ist wirklich Dschungel. Und ich habe gestern schon mit Gerhard, und das ist Erika, die da steht, gesprochen. Und hier gibt es auch Papageien und Affen und so kann man sehen. Ja, wie gesagt, hier am Eingang Kokosnusspalmen. Da geht's in das Dorf rein. Und es ist wirklich super, super schön. Kleine Hundchen, die gehören hier nicht dazu, aber die chillen hier rum. Ne? Hello, hello. Und dann hier das Highlight, Hängematten. Und das ist mein Arbeitsplatz mit dem Ausblick in den Dschungel. Super cool. Und eine Draußenküche, auch super cool. Hier sind es immer 30 Grad tags wie nachts. Deswegen Küche tipptopp. Und das ist das Haus, das ist quasi mein Zimmer. Also ich bin sehr zufrieden. Mal sehen, wie lange ich hier bleiben kann. Und außerdem habe ich auch Claudio von Pegaso Reise und seinen Neffen Theo wieder getroffen. Und zusammen haben wir ein bisschen die Gegend erkundigt, Wasserfälle besucht und auch was gegessen. Ich nenne die Gegend immer Land der 1000 Wasserfälle, weil es tatsächlich irgendwie mehr als 1000 Wasserfälle gibt in dieser Gegend
Manche davon sind noch nicht mal kartografiert. Also das ist wirklich noch Geheimtipp. Also ich habe 2 Reisende getroffen, die mit dem VW Käfer übrigens reisen. Das nennt man Fusco und das sind die Fusconauten. Hello. Oi. I learned IAI. IAI. Eine Like, how are you? Ja, nice. Ja, es gibt nämlich verschiedene Begrüßungen, also verschiedene Dialekte und verschiedene Wörter. Und ein VW Käfer. VW Beetle. From which year? 70. 1970. Yes. And it's the original Engine. engine. Yeah. Super nice. Cool. It's a little dirty, But no problems. no problems, no problems. It's an amazing machine. And also with the heat here. And he was made to walk in the desert. So here in Brazil, and sometimes when he overheats, we open the how can I say tampa? Yeah, the Motorhaube. In German, in Alemán. I don't know. Yeah. And it works, no Or we just problem. stop for 20 minutes and it's okay. Okay, nice. Very nice. And we live here sometimes. When we have a place like this, we open the carpet and sleep here. It's amazing. And introduce yourself. Your names. Okay, I'm Claudio I'm Carol. and he's Lindomar. Lindomar. We are Fusconautas. Fusco. Why Fusconautas? Like, can you explain the name? Because in German it's Käfer, the car. Yeah, here it's called Brazil is Fusca. Fusca. It's the mix of Fusca with Astronaut. 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 Fusconaut. 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 Thank you very much. And Yes, have a yes. good trip. Yes. It was a pleasure to meet you. Pleasure to meet big you. Traveler to big adventures. It was really a pleasure. For me too. Thank you. Thank you. Und diese haben auch gesagt, so ja, selbst unter Brasilianern, die wissen nicht, dass es da einfach so eine Traumgegend ist. Und mit dem Gera war ich dann auch ein bisschen weiter weg an einem Wasserfall, wo man auch irgendwie 2 Stunden durch den Dschungel laufen muss noch, der halt wirklich so runterkommt, dass man hinter der Wand des Wasserfalls quasi des Wassers so rumlaufen kann. Also wie im Tarzan-Film. Guten Morgen. Wir sind im Dschungel und es geht zu einem weiteren Wasserfall. Und wir sind hier hingefahren, das ist ungefähr, weiß ich nicht, 40 Minuten gefahren. Und jetzt müssen wir 7 Kilometer laufen. Und dann ist ein größerer Wasserfall da. Da werden wir den Tag verbringen und dann wieder zurücklaufen. Und wir sind hier wirklich mitten im Dschungel. Ja, 5 Kilometer haben wir geschafft. Wie ihr seht, bin ich pitschenass geschwitzt, aber es geht. Es ist sogar ein bisschen bergab, wie man da sieht. Eigentlich gerade. Aber es ist natürlich Regenwald. Und hier, das wollte ich zeigen, Lianen, ja, wie Tarzan. Man kann sich wirklich dranhängen. Und die, wie sagt man, Native Americans, die Indigenen, indigene Bevölkerung, die benutzt das als Seile. Also man kann wirklich wie Tarzan vielleicht, also ich hänge jetzt mit vollem Gewicht da dran, es hält mich und es hat jetzt nicht den Anschein, es würde es reißen. Also, wir sind im richtigen Dschungel, es gibt Lianen, ihr hört den Sound, irgendwelche Vögel. Ja, es ist super, super cool.
hoffe, man kann mich einigermaßen hören. Der da hinten macht Lärm. Und es ist hier echt so, das ist einer von hunderten Wasserfällen, die es hier gibt. Also, das lohnt sich echt hierher zu kommen, weil es halt richtig geil ist. Jeder Wasserfall ist geil für sich und es ist warm, das Wasser ist auch warm, es ist nicht eiskalt und es ist sehr, sehr cool. Ich hatte schon den Plan, mich da ein bisschen auszuruhen, aber so 1-2 Wochen in dem geilen Haus habe ich gedacht, ist gut. Allerdings war ich dann etwas essen in einem Restaurant in der Nähe und dort haben dann wieder so Leute mein Moped bewundert und so weiter. Und ja, Stichwort Radnabe. So, heute ist nicht wirklich mein Tag. Aufgewacht, kein Internet. Kurz bevor ich arbeiten musste. Es hat gestern so geregnet, dass hier die Straße unter Wasser stand. Dazu kommen wir aber gleich noch. Und dann bin ich zu einem Café gefahren, die hatten Internet. Konnte ich da meinen Deutschunterricht geben. Und dann war ich noch einkaufen für die Hunde, die wir adoptiert haben. Und die so noch sehr dünn sind. Heute haben sie eine Dusche bekommen. Na? Und ich habe ein bisschen Futter geholt und so. Aber bei dem haben sie wieder alle mein Bike bewundert an dem Café. Und dann so hat einer bemerkt, so ja, hinten an deinem Lager, das sieht aber nicht gut aus. So, es ist mal wieder soweit. Das Lager ist Schrott. Sieht man hier. Also. Ist so nicht super lose, aber jetzt irgendwie das Ding zerfetzt. Und jetzt ist der Ring, der in Calafate eingesetzt worden ist, vor 20.000 Kilometern, der ist jetzt ein Alumatsch. Also es hat ungefähr einen halben Zentimeter Spiel, das Lager. Und jetzt, hier gibt's natürlich nichts. Und jetzt hat er mir auf die Schnelle mit Teil wie Dosenblech, war von einem Laster hinten so abgerissen und hat mir daraus so einen Ring gemacht und es ist fest im Moment. Also klar, ich fahre ganz vorsichtig. Und das war die Straße, die stand wirklich so hoch unter Wasser. Also könnt ihr euch vorstellen, wie matschig das ist. Und man sieht auch hier, ich habe gepflügt. Bin hier natürlich in kurzen Hosen gefahren. Und ja, ich habe ein paar Fotos gemacht, warum man das nicht machen sollte. Hier rüber gerutscht, mich aufs Maul gelegt. Also brutal rutschig, wirklich extrem. Ich glaube, ich bleibe hier einfach noch ein bisschen im Paradies und überlege mir das mit dem Rad. Und so. Aber heute war ein bisschen nerviger Tag. Der Aluring war also zerschmolzen und das Rad ziemlich locker. Nun war die Frage, fahre ich nach Manaus wieder und lasse nochmal einen neuen Ring einsetzen, der dann wieder 10.000 Kilometer ungefähr halten wird, aber die Narbe wird halt nicht besser. Es wäre dann der 3. oder 4. Ring mittlerweile, der eingesetzt wurde. Auf beiden Seiten ist es ja eingesetzt worden. Wenn ihr die ganze Geschichte davon hören wollt, dazu gibt es schon ein ausführliches Video, wie die ganze Misere mit der Radnabe gelaufen ist. Aber ich habe jedenfalls mich entschlossen, weil eben es gab super Straßen, gute Infrastruktur und so. Ich habe halt gedacht, so ey Brasilien, hier kann ich mir was herbestellen lassen. Das mit der Radnabe bestellen ist, wie in meinem Video gezeigt, gründlich schief gegangen. 2 Monate habe ich dort gewartet, mehr Wasserfälle besucht, Hunde großgezogen und mich auch mit Gera und Erika angefreundet. Gera habe ich euch schon gezeigt. Am Anfang habe ich noch gedacht, er wäre der Besitzer des Hauses, ist er aber gar nicht, er ist Besitzer dieses Hauses. Ich wohne da unten. Und er hat das jetzt gerade erst gebaut, das ist nagelneu. Und wird auch ein kleines Hotel mit irgendwie 4 Zimmern oder so. Und ja, super nett. Er ist hier noch am Einrichten. Hoi. Hallo, hallo. Hallo. Hallo, habe ich ihm beigebracht. Das ist Gera. Und ich zeige einmal kurz, wie es jetzt aussieht. Da kommt noch natürlich Rasen hin. Und hier gibt es dann schon so Stühlchen. Es muss alles noch ein bisschen geputzt werden und Hängematten und so weiter. Aber hier kann man dann Camping machen. Da sind Toiletten. Und hier gibt es noch so Zimmer. Aber wir fahren jetzt
zu einem Wasserfall. So, wir sind jetzt am Wasserfall Eden. Und ich habe gedacht, oh geil, nach Garten Eden benannt. Aber das stimmt nicht, sondern... Wo ist er jetzt? Das Kind da. Das ist Eden. Also es ist nach dem Kind benannt. Ja, Erika wohnt auch bei mir im Haus. Ist auch noch mitgekommen. Und seht ihr das da hinten? Da sitzt ein blau-gelber Papagei. Und ich habe es schon mal in Bolivien gesagt, die blau-gelben, die gibt es hier nur irgendwie im südamerikanischen Dschungel. Also sie sind endemisch. Ey, was jetzt gerade passiert ist, das war echt kurz vorm Kollaps. Ich bin hier rausgeflogen, es ist alles ziemlich eng und so und ich bin ja noch nicht so der ganz tolle Drohnenflieger. Habe ich so den Wasserfall, wollte ich so vielleicht bergauf fliegen. Und dann hat es die Drohne da rausgeschoben und genau da, wo diese starke Stromschnelle ist, da ist sie in den Blättern hängen geblieben und hing dann so auf so einem Ast, der ungefähr so stark ist. Und er hat so geschaukelt überm Wasser und ich so, ah du Scheiße. Und dann, ja, Gerda, thank you Gerda. Hat dann gesagt, ja, ich mach das, weil er wohnt hier, ja. Und ist dann dahin und hat die Drohne gerettet, also es war echt. Sie ist dann noch einmal so gerutscht, wie in einem Kinofilm. Aber die Drohne, ja, sie hat ganz leichte Kratzer hier an den Flügeln, an den Blättern. Ja gut, das hier ist ein bisschen angekratzt, ja, da schon sieht man das. Bisschen, da muss ich andere dran machen. Mal gucken, ob ich noch, was ich noch hab. Und ein bisschen mehr aufpassen. Naja, okay, jetzt gucken wir noch mal kurz hier Gerhard zu. Und dann gehe ich auch mal ins Wasser. Es hat gerade abgeregnet ein bisschen. Und jetzt gehen wir Zuckerrohr abschneiden. They say this one is not so too sweet. Ah, okay. Could be sweeter. Sweeter. Ja, könnte noch süßer sein, aber ist schon ziemlich... Entschuldigung. Könnte noch süßer sein, aber ist schon ziemlich süß, aber die haben gesagt, der ist noch nicht so süß. Zuckerrohr. Rum wird zum Beispiel aus Zuckerrohr gemacht. Also, es gibt News von der Hinterradfront. Ich habe jetzt hin und her überlegt, klar kann ich es jetzt nochmal flicken lassen, aber ja, ich habe jetzt keine Lust mehr, jede dritte Etappe irgendwie mit diesem Hinterrad rumzumachen. Ich habe jetzt eigentlich also langsam die Schnauze voll. Deswegen habe ich jetzt mal eine neue Radnabe bestellt. Ich hoffe, das klappt alles. Mal sehen. 2 bis 3 Wochen werde ich wohl noch hier bleiben dann. Genau. Was kann ich so lang zeigen? Und zwar, Kokosnüsse wachsen hier direkt im Garten. Das ist aber nicht alles. Es gibt auch Bananen. Hier. Seht ihr, da hängen die Bananen. Vielleicht, da kann man es noch besser sehen.
Bananen. Was habe ich gelernt? Bananen, so ein Bananenast trägt nur einmal eine Staude und dann verwelkt er. Und dann kommt eine neue Staude und neuer Ast quasi oder neuer Stamm und der macht dann wieder eine Staude. Und dann gibt es noch Acai. Da oben, seht ihr das? Da hängen so Perlen. Das ist wie so Blaubeeren. Da sind sie noch grün und die werden dann irgendwann blau. Die machen daraus so wie so eine Art blaues Mousse. Es ist nicht so süß jetzt wie Brombeeren oder sowas. Aber es ist ganz gut und es ist halt so, es gibt es hier mit Frozen Joghurt quasi und das ist echt lecker, habe ich auch in meinem Haus schon gegessen. Und hier hinten gibt es Kakao. Da hängt er, seht ihr es? Kakao. Ja, da hängt auch einer. Das sind Kakaobäume. Und bei uns am Haus gibt es auch noch Papaya. Das hier. Da oben hängen Papayas. 2 Stück. Dauert natürlich noch, bis die reif sind. Papayas. Zum Thema Früchte. Gibt noch was, habe ich beim Nachbarn gefunden. Könnt ihr das sehen? Was ist das? Das hier oben kennt man. Es ist Cashewnut. Also eine Frucht trägt eine Cashewnut. Deswegen sind die wahrscheinlich auch so teuer. Und man kann aus diesen, gibt es Saft zu kaufen. Fertigsaft, man kann Saft aus diesen Früchten machen. Schmeckt okay, würde ich sagen. Genau. Was hat der Gerard noch mitgebracht? Lemon und Zuckerrohr. Einen schönen guten Morgen. Heute ist Sonntagmorgen und es ist gerade mal 8 Uhr, schon geduscht und angezogen, denn hier ist ein Festival in der Nähe, also in der Stadt Presidente Figueiredo. Und Gerard kommt hier, hallo. Er ist DJ und er legt auf dem Festival auf. Deswegen frühstücken wir jetzt und dann fahren wir mit ihm dahin. 10 Uhr morgens ist ein Auftritt, 3 Stunden Set. Elektronische Musik gibt's heute. Ich bin sehr gespannt. So, hier wird gekocht. Da sind die Doggies. Hallo. Hier wird gerade neu verkabelt, der Strom. Und ich muss nämlich umziehen heute, weil es voll ist. Ich ziehe zum Gerard, der DJ. Der hat hier auch, ja, wie gesagt, ein Hotel gebaut, ein Haus gebaut. Das ist noch nicht ganz fertig. Ich konnte auf dem Boden in einem der Zimmer schlafen und ich hatte ja meine Isomatte. Das war okay. Allerdings gab es 2 Wochen lang, ich weiß nicht, ob da Brutzeit ist oder sowas, aber so eine kleine, also ich meine, da gibt es ja 1000 Tiere, aber gab es so eine kleine Spinnenplage. Und was heißt kleine Spinnenplage? Die Spinnen waren so groß wie meine Hand.